Right-Sizing, das Ergebnis aus Right-Sizing ist eine massive Einsparung der laufenden Kosten mit den Subscription-Lizenzen von VMware bei Broadcom. Konfigurationen, Hardware, das muss betrachtet werden, heute mit uns. Ja, Lightboard-Session der Evolar, heute zum Thema Right-Sizing. Mit mir zusammen hier ist heute der Peter Dümig von der Dell Technologies, langjähriger Ex-Kollege. Ja, wir waren eher länger Kollege als Ex-Kollege bisher zum Glück. So sieht's aus. Und heute ist das Thema tatsächlich Right-Sizing, wo du auch viel jetzt Anfragen bekommst. Und wir haben hier mal ein aktuelles Kundenszenario mitgebracht mit ein paar verschiedenen Basiswerten. Kurz zur Erklärung, wir haben die Kundenanforderungen, dass 757 GHz gefordert sind mit 6 Terabyte Memory und 180 Terabyte im vSAN. Also das ist eine vSAN-Umgebung. Evolar ist bekannt dafür, im HCI-Umfeld stark vertreten zu sein. Das ist auch unsere Stärke und deswegen sind wir hier in der VxRail-Konfiguration mit VMware ESA, also das vSAN ESA unten drunter. Das sind die Basiswerte. Und wir haben uns zusammen mal in die Dell Technology Sizer das angeguckt und hier mal ein paar Erkenntnisse bekommen. Einmal die CPU-Typen. Typischerweise werden die Gigahertz-Zahlen, das heißt hier die Gigahertz-Zahlen werden verglichen, mit der Anzahl der zur Verfügung stehenden Cores, wie auch der Sockel. Das heißt, das sind jetzt 24 Cores pro Sockel bei 2,6 GHz. Auf der anderen Seite haben wir jetzt mal zum Vergleich 16 Cores mit 3,6 GHz genommen. Das bedeutet, die Grundanforderungen, die wir hier sehen, die 757 GHz, sind für diese Konfiguration erfüllt, sind in der 6 Terabyte Memory-Konfiguration erfüllt und die 180 Chip sind auch erfüllt. Nur die CPU unterscheidet sich hier. Also auf dieser Ebene sind wir hier auch wieder im richtigen Sizing. Und jetzt kommen die Unterschiede. Peter, wie sieht das bei deinen Kunden aus, so mit der CPU-Auslastung? Was siehst du so im Feld? Ja, das ist ein sehr tragisches Thema, wenn man es genau nimmt. Also die meisten Kunden, wenn ich sie frage, haben so eine CPU-Auslastung zwischen, 10 und 25%. Und was du gerade gesagt hast, ist echt auch ein sehr wichtiger Punkt, weil viele schauen tatsächlich nur auf sowas wie Core-Anzahlen und vergessen komplett die Gigahertz hinten dran, aber auch die ganzen anderen Rahmenparameter. Also du musst auch aufs Memory irgendwo achten, das muss alles in einer guten Balance sein. I/O, auch großes Thema, gerade wenn man eben mit vSAN arbeitet, sollte auch das Netzwerk hinten dran schnell genug sein, die Daten transportieren zu können. Und das Hauptproblem, was ich tatsächlich sehe an vielen Stellen, ist halt, und das ist ja genau unser Thema heute, dass Right-Sizing nicht gemacht wird. Man schaut auf einen einzigen Wert und schlägt nach guter alter deutscher Ingenieurskunst nochmal 100% drauf. Und das ist ja wirklich. Und das ist dann die Umgebung. Und wenn man sich heute Lizenzgebühren anschaut, sollte man da einfach genauer reinschauen. Dann gibt es ja noch andere Faktoren wie Stromverbräuche und ähnliche Dinge. Um deine Frage noch zu beantworten, die CPUs sind sonst bis auf die Core-Zahlen sehr identisch. Na klar, Takt ist noch ein bisschen anderer, aber ich sag mal, Memory Performance ist die gleiche. Es sind beides Gold-CPUs, die mit Sweet Step arbeiten, also auch die Taktraten gut hochhalten, wenn der Turbo-Modus gefordert ist. Also die entsprechen sich schon sehr stark und sind wirklich absolut vergleichbar, bis eben die Unterschiede Cores und Taktraten. Und was ich noch sagen kann aus Erfahrung, viele Kunden haben tatsächlich eher, Legacy-Applikationen, wo dann die Gigahertz sogar eine größere Rolle spielen am Ende als die reinen Cores, weil die gar nicht genutzt werden. Also insofern sehr schöner Vergleich, sehr schönes Beispiel. Ja, es ist schon, wir sind schon bestrebt danach, jetzt hier keinen Äpfel mit Birnen-Vergleich zu machen, sondern wirklich Äpfel mit Äpfeln. Von daher sind wir in die Details eingestiegen und haben uns das angeschaut und für den Kunden entsprechend hier mal eine Konstellation herausgesucht, wo er durchaus auch Einsparungspotenzial hat. Einsparungspotenzial in der Core-Anzahl. Warum? VMware bei Broadcom ist ja jetzt in die neue Lizenzform gegangen, der Subscription, und die Subscription wird pro Core gezählt. Zusätzliche Cores eigentlich, ne? Da hast du dann Basis und dann... Genau, die 16 Core ist die Basis, deswegen sind wir hier nicht unter die 16 Core gegangen, sondern die 16 Core ist die Basiskonfiguration oder Lizenz, die man pro Sockel lizenzieren muss. Unten drunter bringt es nichts, weil dann muss ich trotzdem die 16 Core zahlen. Ja, deswegen sind wir hier auf die 16 gegangen. Bei den 24 ist es dann ab 16 pro Core immer die entsprechende Gebühr
nach oben, ja, die Subscription-Gebühr. Und deswegen haben wir das hier mal uns angeschaut, was der Kunde wirklich benötigt. Also die Anforderungen sind identisch. Wir sind in eine Live-Optics-Analyse gegangen bei dem Kunden und haben auch dort ja, so eine 23-prozentige Auslastung. Ist schon gut. Das ist schon gut. Da gibt es sogar welche, die sind noch geringer. Deutlich schlechter, ja. Auch das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Man sollte immer vorher mal messen, wenn es irgendwie geht. Weil viele arbeiten nach Gefühl und Gefühl, wissen wir alle, kann sehr stark täuschen. Deswegen immer gut mal zu messen, auch in längeren Zeitrahmen, dass man mal so eine Woche oder sowas mitlaufen lässt zumindest, um ein gutes Gefühl zu bekommen, was passiert da eigentlich. Witzigerweise haben wir sogar ein Ergebnis, was vermutlich überhaupt keiner mitgerechnet hätte, wir zum Start auch nicht, ehrlich gesagt. Man denkt ja jetzt hier so, naja, mit den 16 Cores wird es wohl reichen. Die Anforderungen sind getroffen, aber wir haben sogar festgestellt, dass tatsächlich die Variante mit den 16 Cores etwas größere Reserven bietet als die Variante mit den 24 Cores. Genau, also im Sizing haben wir festgestellt, dass wir hier in der grünen Variante, also in der optimierten Variante, bei 288 sind, ja, im Total, was die gesamte Anzahl der Cores angeht, zu 432 bei gleicher Konfiguration im Cluster. Das heißt, wir haben jetzt hier 9 Nodes, damit wir unten drunter entsprechend die Terabyte-Werte im vSAN wieder treffen und auch dieselben RAID-Configs fahren können und so weiter und so fort. Das hat ja auch Auswirkungen darauf. Und von oben betrachtet sind wir jetzt hier bei einem Delta, sprich von der, ich sag mal, klassischen Variante, wie man so recht konservativ das ganze Sizing betrachtet, von 144 Cores. Jetzt wissen wir ja, es gibt Listpreise, und bei Listpreisen, wenn man die zusammenkalkuliert, sind wir hier tatsächlich bei einem Delta von 50.000 € pro Jahr für die Subscription. Ist ein angenehmer Wert, ne? Also wenn man sich das hier mal so betrachtet, bei gleicher Konstellation. Jetzt, Peter, wie ist denn die preisliche Unterscheidung jetzt zwischen den zwei CPUs? Weil die sind ja nicht gleich. Nicht identisch, nein. Ja. Also die 16 Core ist ein kleines bisschen teurer. Also wir reden hier über knapp $1.000 Listenpreis pro CPU. Das heißt, bei 9 Knoten mal 2 CPUs wären wir bei $18.000 Unterschied, die man. Wobei das ist ja pro Jahr, ne? Jetzt muss man auch wieder aufpassen. Also im ersten Jahr spart man dann nicht ganz so viel. Dann hat man eigentlich hier, jetzt muss ich den Kopf rechnen, das ist ein bisschen ganz schwierig, knapp $32.000 gespart. Genau. Plus dann jedes weitere Jahr die vollen $50.000. Also man sieht, man kann hier auch richtig Geld sparen bei wirklich vergleichbarer Leistung. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Also das ist auch so ein Thema, weil wir jetzt hier in der Lizenzkonstellation ein bisschen unterscheiden müssen. Die Hardware ist ja Abschreibungskosten, das sind Einmalkosten, die zahle ich upfront in der Regel. Ja, auch hier gibt es von Dell entsprechend das Apex-Modell, wo ich dann in monatliche Kosten runterbrechen kann. Aber normalerweise sind das die in Deutschland klassischen Abschreibungskosten, wobei das hier laufende Kosten sind, die ich mir tatsächlich einspare pro Jahr. Also das ist auch noch von der Unterscheidung her, wie die Kosten da zusammen gezählt werden. Gut, je nachdem, wie lange läuft, müssen wir das halt durch die entsprechende Laufzeit teilen. Aber ich sag mal, man sieht schon, man muss auf der Hardware-Seite ein kleines bisschen mehr Geld investieren, aber man spart deutlich mehr auf der Software-Seite und hat eben trotzdem vergleichbare Leistungen. Das heißt, man hat keinen Nachteil. Ja, wunderbar. Im Prinzip ist das genau die Message, die wir rüberbringen wollen. Genau ins Detail einsteigen, eine Live-Messung machen, das heißt im System mal gucken, wie ist die komplette Auslastung. Peter hat es gerade bestätigt, ist relativ schwach, was man draußen sieht, oder man ist sehr konservativ. Vorsichtig, ja. Gut, ich meine, natürlich kaufen viele Kunden auch auf die 3-5 Jahre prognostiziert, aber im Endeffekt, wir haben genügend Beispiele, wo wir sehen, auch nach 3 Jahren hat sich der Wert nicht massiv verändert. Insofern schaut genau dran, man sollte wirklich genau reinschauen, vernünftig vergleichen, auch vielleicht mal ein paar Minuten Zeit investieren, mit dem richtigen Partner drüber zu schauen, der die Erfahrung hat, wo es auch hingeht, und dann die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Das kann wirklich massiv Geld sparen, ohne dass ein Nachteil entsteht. Und das ist eigentlich die wichtigste Story. Genau. Zusätzlich sei noch zu erwähnen, wir sind hier in der Lage, ein Scale-Up und Scale-Out zu machen. Das heißt, wir können mit Nodes erweitern oder wir können in den Nodes auch noch wachsen. Das ist in der Virtualisierungswelt mit VMware, mit dem VCF oben drüber, auch dem VVF,
mit Visern durchaus möglich. Ja, also da gibt es auch Potenzial, hier das Ganze noch entsprechend anzupassen, sollte die Leistung nicht ausreichend sein. Aber das ist ja dann auch für den Kunden ein positives Ding. Braucht er mehr Leistung, hat er in der Regel auch mehr Business. Und damit lohnt es sich wieder. Und damit lohnt es sich wieder. Ganz genau. Ja, Right-Sizing heute von uns, kurz und knapp, mal mit ein paar kurzen Werten. Peter, ich danke dir. War mir eine Freude, vielen Dank. Oh, das geht aber schlecht. Ja. Schon mit Gewalt dran. Genau. Ei, 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 ei.